Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von LMS Gear, das neue Flanell-Shirt. LMS Gear hat kürzlich das LMS Gear Field Shirt herausgebracht. Das haben wir auch hier auf dem Kanal mal vorgestellt. Schaut euch auf jeden Fall das Video dazu an. Haben wir hier am Ende dieses Videos auch nochmal mit verlinkt. Und jetzt für den Winter und für den Herbst passend und auch fürs Frühjahr natürlich das neue LMS Gear Flanellhemd. Wer die Entwicklung so ein bisschen beobachtet hat, es gab zuerst ein grau-schwarzes, dann kam ein rotes, dann kam hier dieses erdfarbene, was ich jetzt gerade trage, und jetzt hier in dem grün-schwarz einfach auch nochmal, um die Jägerschaft ein bisschen anzusprechen, so ein bisschen Lodenfarben, Foliage Green, auch schön gedeckt, also passt auch perfekt ins Urbane meiner Meinung nach. Also damit hat man eigentlich ein ganz gutes Farbspektrum getroffen, um viele Zielgruppen anzusprechen. Die Idee bei diesem Hemd war jetzt im Endeffekt, dass man das alte Flanellhemd nimmt und mal überdenkt und ein bisschen umkonzipiert und dazu natürlich auch die erfolgreichen Features des Field Shirts mit übernimmt. Was wir beim Field Shirt übrigens nicht gesagt haben, das hat LMS Gear nicht alleine designt, sondern das ist in Kooperation mit Redbeard Tactical entstanden. Den netten Herren haben wir für euch auch nochmal unten mit verlinkt. Da könnt ihr auch mal einen Blick drauf werfen. Sehr, sehr interessante Beiträge, die da von ihm immer kommen. Und genauso verhält sich hier auch mit dem Flanellhemd. Das ist auch mit Redbeard Tactical zusammen in Kooperation entstanden. Was haben wir jetzt hier genau? Wir haben ein Flanellhemd in den besagten Farben. Man hat hier einen dicken Baumwollstoff, das heißt, das kann auch locker für die Jagd zum Beispiel ohne Jacke getragen werden, wenn es nicht ganz so kalt ist. Hat natürlich den Vorteil, super leise, man hört also gar nichts, auch hier, wenn ich mich jetzt bewege, absolut nichts zu hören. Und hat jetzt hier einige Features übernommen vom Field Shirt. Das wären zum Beispiel die Canadian Slotted Buttons. Ihr seht es hier. Bei der alten Version hat man noch die normalen Knöpfe gehabt mit dem LMS Gear Logo. Hier hat man jetzt die neuen Knöpfe übernommen, damit man einfach auch noch mal ein bisschen besser das Ganze bedienen kann, auch mit Handschuhen. Und das Ganze dann auch entsprechend hier mit einem schönen Daisy Chain verbunden, so wie man das kennt. Das heißt hier eine durchgehende Leiste bis ganz nach unten, die im Endeffekt die Knöpfe alle einfasst. Und damit habe ich hier schon mal das Stilelement aus dem Field Shirt übernommen. Ebenfalls übernommen hat man hier die Schlaufe für die Sonnenbrille oder für eure Lesebrille. Könnt ihr hier mittig anbringen. Ich muss jetzt dazu sagen, wir haben jetzt hier einen Early Prototype bekommen. Also wir können noch nicht hundertprozentig sagen, ob jetzt das jetzt bei dieser Version, die wir haben, ob das hier fehlt oder ob es jetzt wegkonzipiert worden ist. Die Info haben wir leider nicht. Also beim Field Shirt und auch bei dem Hemd, was ich hier trage, hat man noch zusätzlich hier an den Seiten nochmal Schlaufen, rechts und links. Die sind jetzt hier bei der Version nicht mehr. Ich vermisse sie tatsächlich nicht, habe ich nie genutzt. Die vordere Schlaufe allerdings schon, denn die ist natürlich extrem praktisch, weil ich einfach die Brille nochmal ein Stück tiefer gesichert habe, um da eben die nicht zu zerkratzen und sie immer griffbereit zu haben. Bei den Brusttaschen ist man jetzt auch auf das Design des Field Shirts gegangen im Vergleich zum Vorgänger. Hier hat man ja eine normale Brusttasche gehabt und hier diese seitliche Eingrifftasche. Die fand ich okay. Also der Joachim von LMS Gear hat hier immer schön von der Seite seine Kaugummis und was weiß ich was gehabt. Aber ich habe tatsächlich nie einen Nutzen für diese Tasche gehabt durch diesen seitlichen Eingriff. Deswegen finde ich diese Stiländerung hier begrüße ich sehr, dass man hier schöne normale Taschen hat. Dann hat man hier auf der linken Brustseite im Endeffekt eine Unterteilung geschaffen. Das heißt, hier im Hauptbereich kriege ich auf jeden Fall einen Block unter und nebendran habe ich dann nochmal einen abgenähten Einschub für Stifte. Den kann ich dann entweder so nutzen oder ich kann sogar den Stift, wenn die Tasche offen ist, reinschieben und dann einfach oben drüber zumachen. Dann guckt hier der Kopf vom Stift raus, ist aber komplett verdeckt und kann natürlich auch genauso genutzt werden. Die andere Tasche ist ganz normal ausgeführt. Das heißt, hier habe ich eine große Tasche mit Einschub. Da habe ich mir sagen lassen, die wird auch noch mal einen Ticken nach unten verlängert in der finalen Version, noch mal einen Zentimeter ungefähr. Hier, dass ihr das mal seht, iPhone 13 von der Größe, passt jetzt mit einer dicken Hülle fast rein. Wenn das dann noch mal einen Zentimeter länger wird, habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier euer Smartphone unterzubringen. Und ansonsten natürlich hier Black Lion Gear Mupp, passt ohne Probleme rein. Den kann man da wunderbar versorgen. Oder eben andere kleine Gegenstände, die man sonst so in der Brusttasche trägt und die nicht so auftragen. So, vom
Schnitt her ist das Ganze relativ weit geschnitten, ist auch vorgewaschen. Also ihr müsst euch da keine Sorgen machen, wenn ihr im Vergleich zu den älteren Hemden, die in der Größe gekauft habt und euch dann gewundert habt, dass die eingegangen sind. Den Fehler hat man bemerkt bei LMS Gear und deswegen werden jetzt alle Shirts auch vorgewaschen. Das heißt, hier habe ich jetzt ein Hemd in Größe XXL. Das ist relativ weit an mir. Ich trage normalerweise XL, passt also auch in XXL mir ganz gut. Also wenn ihr da so zwischen den Größen seid, kommt ihr mit dem XXL auf jeden Fall auch gut zurecht. Die Besonderheit für alle, die das Hemd nicht kennen oder auch das Feel-Shirt-Video nicht gesehen haben, ist die Rückenseite eigentlich. Hier hat man nämlich nochmal 2 zusätzliche Taschen, die meiner Meinung nach das Beste am ganzen Hemd darstellen. Hier hat man nämlich ein Fach, wo ich zum Beispiel große Gegenstände reinbringe. Ich habe jetzt mal wirklich das Maximum ausgereizt. Würde ich nicht machen, aber dass ihr es einfach mal gesehen habt. Eine 1 Liter Nalgene bekomme ich hier tatsächlich rein. Ursprünglich war das Ganze konzipiert für die Nutzung von Magazinen, für den Undercover-Einsatz bei Polizei und Behörde. Dann seht ihr mal hier, also ein G36-Magazin verschwindet hier komplett. Ein AK-Magazin passt hier auch rein. Das steht ein klein, das geht auch komplett unter. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit natürlich mit AR-Magazin. Und das war beim alten Hemd so, da hat man nur 1 reingebracht. Und hier ist das Fach jetzt so groß, dass ich da problemlos 2 Magazine unterbringe und die komplett darin verschwinden. Nichts zum schnell Nachladen, aber einfach um nochmal Stauraum zu haben. Und bei Nichtbenutzung hat man hier eine schöne Abdeckung. Das heißt, die Tasche fällt auch überhaupt nicht auf. So, ansonsten, wenn wir hier gerade schon bei der Behörde sind, Funkgerät, schauen wir auch gleich mal, das passt rein. Natürlich hier eine Flashbang oder mehrere, kriegt man hier massiv viele rein, überhaupt kein Thema. Eure Handschellen, auch das ist kein Problem. Und dann haben wir noch als letztes für den behördlichen Sektor vielleicht nochmal ein IFAK. Wenn ihr sagt, ich will jetzt hier einfach nochmal ein bisschen Erste Hilfe unterbringen. Also auch das kriegt man hier zum Beispiel komplett unter. Damit hättet ihr alle Gegenstände aus dem behördlichen Sektor. Zivilnutzung natürlich auch möglich. Habt es eben gesehen, die große 1 Liter Nalgene hatte ich drin. Das ist jetzt hier eine Otte Gear Bottle 0,75. Die steht natürlich ein bisschen raus, aber kein Problem. Fällt nicht raus. Dann hier euer Flachmann, wenn ihr öfters mal ein Stückchen braucht, um den normalen Wahnsinn zu ertragen. Kleine Nalgene natürlich auch, überhaupt kein Problem, 0,5. Die verschwindet da auch komplett drin. Das nutze ich tatsächlich häufig, einfach um noch mal ein bisschen Flüssigkeit dabei zu haben. Brillencase, falls ihr das nutzen wollt, geht hier komplett mit rein. Und der Vorteil ist, durch das Anbringen an den Seiten stört das tatsächlich auch nicht. Also ich habe tatsächlich immer meine Lesebrille hier einfach nur in einem einfachen Schutzbeutel drin, ohne Hardcase und trage das hier an der Seite und da passiert nichts, sie geht nicht kaputt, ist perfekt aufgehoben und immer griffbereit, wenn ich sie brauche. Ebenso natürlich ein Päckchen Taschentücher oder wenn ihr sagt, ihr habt euer Handy und müsst es mal unterwegs laden, könnt ihr die Powerbar nehmen, das Handy nehmen und beides zusammen dann hier entsprechend versorgen. Und dann habt ihr das auch mit untergebracht. Sehr, sehr cool. Zum Schluss noch natürlich etwas für die Robustheit, ganz wichtig. Gerade wenn ich das zum sportlichen oder jagdlichen oder taktischen Schießen nutzen möchte. An den Ellbogen hat man hier nochmal eine kleine Verstärkung eingebaut, dass einfach hier die Abriebfestigkeit gegeben ist und ein kleines Polster, wenn ich denn im Liegen schieße zum Beispiel. Hat er hier den Kragen so schlecht umgeschlagen. Martin. Ja, alles in allem hervorragend umgesetzt, unserer Meinung nach. Der richtige Weg in die richtige Richtung. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen sehr schön. Was habe ich noch nicht erwähnt? Natürlich die Ärmel. Das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema. Die sind jetzt hier hochgekrempelt. Habe ich hier 2 Canadian Buttons in der Front, um das einmal einzustellen. Und dann habe ich nochmal im oberen Bereich einen, um das Ganze auch ein Stück weiter aufmachen zu können. Also auch damit ist es dann kein Problem, das Hemd hochzukrempeln, wenn ich denn den Bedarf habe und es mir ein bisschen zu warm ist, um mir einfach ein bisschen Luft zu schaffen. Von der Temperatur her muss man noch mal abschließend sagen, das Hemd ist jetzt kein Indoor-Hemd. Also wenn ihr sagt, okay, gut, es hängt ja natürlich davon ab, was ihr für Frostbeulen seid oder nicht. Ich persönlich bin nicht so die Frostbeule, also ich tue mich tatsächlich
schwer in einem normal beheizten Raum tagsüber dieses Hemd jetzt so zu tragen. Das wird schon warm mit dem T-Shirt drunter, ist also eher was für draußen. Aber das ist, wie gesagt, ja von Person zu Person unabhängig. Wenn ihr leicht friert und gern was Kuscheliges, Warmes wollt, dann fahrt ihr mit dem neuen LMS Gear Flanellhemd genau richtig. Ihr bekommt das Hemd überall dort, wo man Produkte von LMS Gear kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Coole Features, coole Farbe, schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie man an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.